Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von Auf der Suche. Perfektes Wetter heute für ein bisschen Feldforschung. Wir schauen uns heute das Femgericht auf der Saale-Insel bei Rothenburg an und den Petersberg. Zwischendrin gibt es natürlich immer ein paar andere Sachen zu sehen. Und anfangen tun wir bei den 7 Steinen in Preußlitz. Wir sind da in Preußlitz. Und da sehen wir die 7 Steine. Die 7 Steine oder Rügensteine von Preußlitz sind eine Gruppe von Steinen, die wahrscheinlich Menhire oder Teile von Großsteingräbern gewesen sind. Sie wurden zu einem späteren Zeitpunkt hier aufgestellt. Über den ursprünglichen Standort ist nichts Genaues bekannt. Hier stehen nur noch 6 größere Steine. Einer wurde anscheinend in den letzten Jahrzehnten entfernt. Bei einer Aufnahme in den 1950er Jahren waren noch alle 7 Steine vorhanden. Grabhügel und Großsteingräber hat es in und um Preußlitz gegeben, zum Beispiel den Ilgensteiner Mühlberg, der 1923 von Walter Götze ausgegraben wurde. Geblieben sind nur diese Steine. Hier stehen tatsächlich 7 Steine, aber ich glaube der kleinere, der da daneben neben dem großen steht, gehört wahrscheinlich nicht dazu. Auf dem Weg zum Femgericht bei Rothenburg, unserer nächsten Station, finden wir in Wiendorf noch das sogenannte Teufelstintenfass. Das Teufelstintenfass ist der alte Bauernstein. Und das hier hinter mir, das Haus, war auch das Haus vom Dorfschulze und hier wurde Gerichtsbarkeit gehalten, wurde mir gerade gesagt. Also der alte Bauernstein, aber wahrscheinlich schon älter. Ich denke mal, der wurde dann irgendwann vielleicht im Mittelalter hier zu so einer Art Gerichtsstätte gemacht. Diese Näpfchen hier, das ist sicherlich, warum man dem Stein diesen Namen gegeben hat. Ist auf jeden Fall alles voll davon. Wenn man ein Auge dafür hat, entdeckt man in fast allen Ortschaften große Steine als Mahnmäler des Krieges, Gedenk- oder Bauernsteine. Wahrscheinlich waren nicht wenige davon einmal Teil einer älteren Anlage oder möglicherweise Menhire, die zu irgendeinem Zeitpunkt umgesetzt und umgewidmet wurden. Dieses Schicksal hätte, wie ich in Folge 12 erwähnt habe, auch fast den Dolmen in Körbelitz ereilt. Die Anlage sollte zu einem Kriegerdenkmal umfunktioniert werden, was glücklicherweise verhindert werden konnte. So etwas wurde aber an anderer Stelle definitiv umgesetzt, sodass viele Steine Teile von etwas Älterem gewesen sein dürften. So, jetzt hier auf der Saale-Insel bei Rothenburg. Und dann gucke ich mal, ob ich das Femgericht finde. Aber mein Vater war zumindest schon mal hier. Der hat auch eine ganze Weile gesucht, bis er es gefunden hat. Also mal schauen, wie lange das noch dauert. So, ich lasse das Fahrrad hier erstmal stehen. Gehe zu Fuß weiter, weil jetzt wird es hier ein bisschen unwegsam. Aber es ist wirklich schön hier. Also wirklich schön. In Ruhe hier. Bin ich hier schon quasi an der Spitze. Wenn ich mich recht entsinne, meinte mein Vater aber, dass es weiter vorn wäre. Nicht so weit hier an der Spitze. Ja, ich gucke mir das trotzdem mal an. Sieht aber schick aus.
Hier sieht man ein recht gutes Beispiel dafür, dass es gar nicht so leicht ist, etwas zu finden, wenn man mit vorübergehender Blindheit geschlagen ist. Denn das hier ist das Femgericht. Hier ist das Wehr. Hier unten liegen eine ganze Menge großer Steine. Ja, mal wieder ein Biber am Werk. Jo, da sind wir. Der äußersten Spitze. Dann ab zurück. Es könnte sein, dass wir der Sache hier gerade näher kommen. Das eine gute Idee ist, sich hier durchzuquetschen? Mit Sack und Pack? Ich glaube, die cleverste Idee ist es nicht. Mache ich trotzdem. Oh, ich komme ja nicht mal hoch. Verdammt. Das sieht unglaublich spannend aus hier, aber ich glaube nicht, dass das ist, was ich suche. Nichtsdestotrotz mache ich erstmal eine kurze Siesta und werde mal meine Füße in die Saale halten. Oh. Okay, ich habe es gefunden. Da ist es. Das Femgericht. Deshalb habe ich das von unten nicht gesehen, weil ich zu tief gewesen bin, und von oben sieht man es auch nicht, weil es so recht mittig gelegen ist. Großartig. Auf jeden Fall in etwa auf Höhe dieses Steinhaufens da hinten. Das Femgericht auf der Saaleinsel bei Rothenburg oder auch der Menhir von Rothenburg genannt, stand ursprünglich aufrecht an der alten Wegeskreuzung Hettstedt-Rothenburg Nelben-Zickeritz. Er besteht aus Porphyr, ist 2 Meter hoch, 1,80 Meter breit und 30 Zentimeter dick. Er liegt in einer aus Trockenmauern errichteten Nische auf mehreren Steinen. Einer Sage nach sollen hier die letzten Kreuzritter enthauptet worden sein. Der Menhir wird in der Bodendenkmalliste von Könnern als Bauernstein geführt. Daher wahrscheinlich auch der Bezug zur Fem, eine Art mittelalterliche oder vielleicht auch deutlich ältere Form der Strafjustiz bzw. Rechtsprechung. Femelinde war ein weiterer Name für diesen Stein. Ich habe das Teil mal befreit von dem ganzen Dreck, der hier drauf lag. Da sind wahrscheinlich schon irgendwelche Leute hier verewigt auf dem Teil. Aber ich werde mal gucken, dass ich hier noch einen Zeitraffer schieße, noch ein bisschen was von der Sonne mit drauf bekomme. Und dann geht's wieder nach Hause.
Muss ich bloß erstmal zu meinen Sachen kommen. Was für wunderschöne Muster hier teilweise im Holz hinterlassen werden von manchen Insekten. Hier ist noch ein ganz interessanter Stein. So eine Aushöhlung, die durchaus ganz schön tief ist. Und der steckt auch ziemlich tief im Boden. Also hier den kann man nicht bewegen. Was ist das? Diese Stimmung hier ist schon ein bisschen magisch. Diese Stille, unglaublich. Da oben, da ist noch so eine Säule. Ich habe gerade vergessen, wie die heißt, aber da hat man eine recht schöne Sicht in die komplette Umgebung. Es ist zwar etwas frisch heute, aber die schöne Sonne möchte ich trotzdem ausnutzen und fahre jetzt mal zum Wartenberg bei Zabitz. Und wenn es passt, dann fahre ich danach noch an die Kalkteiche bei Lattdorf und schaue mir dort mal noch die Grabhügel an, die angeblich zerstört sein sollen, aber wo ich ja schon festgestellt habe, dass es sie noch gibt. Den Wartenberg bei Zabitz habe ich in der Folge über den Pfingstberg und die steinerne Hütte schon mal aus der Entfernung gezeigt. Heute gibt's mal ein paar Detailaufnahmen. Hier findet sich ein nahezu vollständig erhaltener, wahrscheinlich jungsteinzeitlicher Grabhügel, so zumindest wird er in der Liste der Bodendenkmäler des Osternienburger Landes geführt. Ausgrabungen hat es hier wohl bisher nicht gegeben. Das ist der Wartenberg. Mal von hier oben gesehen. Hier unten geht es schon ganz schön runter. Zumindest auf der einen Seite, hier nicht ganz so sehr. Es ist ziemlich zerfurcht hier, das ganze Gelände. Überall kleine Hügelchen und Tälerchen. Tälchen? Täler? Ja, ihr wisst schon. Hier hinter mir ist der eigentliche große Hügel. Ich habe jetzt hier gerade noch einen interessanten Stein gefunden. Das sieht aus wie Rosenquarz. Der hier einfach mal so rumliegt. Ist jetzt auch nicht gerade üblich. Sieht schon irgendwie interessant aus hier, die Ecke. Die Kalkteiche bei Lattdorf. Um die Kalkteiche bei Lattdorf verteilt finden wir noch den Gorenberg, den Lehrberg und den Trappenberg.
Diese 3 Erhebungen, die wahrscheinlich Überreste von Grabhügeln sind, habe ich ebenfalls in der Folge über den Pfingstberg erwähnt. In der gängigen Literatur werden diese als zerstört angegeben, wie ich aber öffentlichen Flugkarten entnehmen konnte, sind diese zumindest teilweise noch am Rande der Kalkteiche vorhanden. Das da, das dürfte der Leerberg oder Legerberg sein. Zum Teil schon abgetragen, wie es aussieht. War ja anzunehmen, weil direkt daneben das Betriebsgelände ist. Und dahinter, das dürfte der Gorrenberg sein. Ich werde das hier mal langstiefeln. Mal gucken, wie das aussieht. Ah, die ersten Steine hier. Ein bisschen größer. Könnte vielleicht ein Überrest sein von irgendwas. Ist auf jeden Fall schön hügelig hier oben. Hier die nächsten Steine. Ja. Mal hier diesen abgetragenen Rand anschauen. Gucken wir mal. Da oben ein bisschen was auffällt. Was hier rausragt. Von hier aus gesehen sieht das eher wie ein Sandhügel, aber es kann natürlich auch sein, dass das irgendwie mit Abraum zusammenhängt, der hier bloß abgekippt wurde. Ja, ich schau mal weiter zum Gorrenberg. Hier unter mir ist auf jeden Fall eine schöne Steinansammlung zu sehen. Da hat sich irgendein Tier, ein Hase oder so, eine Höhle reingegraben. Aber die Steine liegen schon recht auffällig und das sind halt auch ganz schöne Brocken. Vielleicht ist das was Altes. Wir sind jetzt hier am Gorrenberg und der sieht richtig spannend aus. Da gibt es anscheinend ordentlich Hügel zu sehen. Was ist denn das hier? Ein Mini-Megalith-Grab? Neuzeitlich? Ist ja süß. Ist das vielleicht als Erinnerung hier aufgestellt worden? Hier ist schon der erste Oschi, der hier rumliegt. Schauen, was hier noch so an Steinen zu finden ist. Jedenfalls ist es ein schöner Platz. Das gefällt mir. Ist schön ruhig hier. Von hier sieht man es noch mal ganz gut. Dort, das ist der Bierberg. Und das da hinten ist der Leerberg. Und ich bin hier auf dem Gorrenberg. Höchste Stelle ist da hinten irgendwo. Aber hier liegen tatsächlich die großen Brocken. Vielleicht, wenn man es hier ein bisschen weiter abgetragen hat, mal irgendwann. Ich werde hier mal noch ein bisschen rumstiefeln, mal ein paar Fotos schießen. Auch hier an dieser Seite sieht es wieder sehr sandig aus. Aber es ist nicht ausschließlich Sand. Also ein Stückchen weiter vorne sieht man auf jeden Fall Erde. Bewachsen war es ja wahrscheinlich eh nicht, so wie die wenigsten Orte. Hier sind ein paar mächtige Betonklötzer, wo er hier hingeschmissen hat. Naja, ich gehe mal eine Runde rum und gucke mal, ob hier noch irgendwas auftaucht. Aber es ist ein schöner Ort. Wunderbar ruhig, man hört hier fast gar nichts. Außer das Rauschen des Windes in den Blättern. Okay, es sind keine Blätter mehr dran, es ist Winter. Dann schauen wir mal kurz, ich glaube, der Trappenberg, der liegt tatsächlich auf Firmengelände, da werde ich nicht hinkommen. Aber davor ist noch so ein kleiner Hügel, der Galgenberg, wie ich im Geoportal Sachsen-Anhalt rausgefunden habe. Da muss ich zwar ein Stück aus Feld, aber im Namen der Wissenschaft. Also was wir da sehen, tatsächlich
Dort ist der Galgenberg, beziehungsweise der Teil, der noch nicht abgetragen ist. Wir gehen jetzt weiter Richtung Hochsitz. Ja, hier gibt es allerdings auch nicht viel zu sehen, wie es aussieht. Keine Steine. Er scheint mir doch schon noch größtenteils intakt zu sein. Möglicherweise liegen die Steine hier tatsächlich ja noch verbuddelt. Wer weiß. Ich gucke noch mal ein bisschen an den Rändern, ob ich noch was finde. Aber ansonsten war es das erstmal. Fazit: Große Teile vom Gorenberg und Lehrberg wurden hier tatsächlich abgetragen. Der Trappenberg macht den Eindruck, als wäre er größtenteils erhalten. Treppichau. Schaut euch mal diesen Stein hier an. Das ist nicht mal ein Schalenstein. Ich weiß nicht, ob das mal der alte Bauernstein war oder so. Zu diesem Schalenstein in Treppichau an der Fuhne habe ich keine Informationen gefunden. In der Liste der Naturdenkmäler der Region wird ein Bauernstein in diesem Ort erwähnt, der ein Granitfindling sein soll. Eventuell ist damit dieser Stein gemeint. Nächster Halt der Petersberg. Der Petersberg, Mont Serenus oder Lauterberg, wie er in alter Zeit genannt wurde, überragt mit seinen etwa 250 Metern Höhe die gesamte Umgebung. Er ist zwar nicht, wie oft behauptet wird, die höchste Erhebung zwischen Harz und Ural auf diesem Breitengrad, so doch zumindest in den deutschen Landen. Die ältesten Besiedlungsspuren, die hier gefunden wurden, reichen bis in die mittlere Altsteinzeit vor über 60.000 Jahren zurück. Wahrscheinlich sind diese dem Neandertaler zuzuschreiben und es dürfte sich dabei um Steinwerkzeuge gehandelt haben. Silex, Klingen, Steinschaber und Bohrer sind die üblichen Funde aus dieser Zeit, aber Informationen darüber, was genau gefunden wurde, waren bisher nicht zu bekommen. Funde aus dem Jungpaläolithikum vor etwa 14.000 Jahren wurden ebenfalls entdeckt. Hierbei soll es sich um Klingen, Schaber und Spitzen aus Feuerstein gehandelt haben. Im Bergholz, einem Waldstück am Fuße des Petersberges, wurden außerdem jungsteinzeitliche Grabhügel ausfindig gemacht. Ich habe im letzten Jahr danach gesucht, konnte sie aber aufgrund des Bewuchses nicht ausfindig machen. Vor kurzem hatte mein Bruder Christian die Stelle entdeckt. So, ich bin jetzt hier am Bergholz am Petersberg. Ich hatte ja in einer früheren Folge schon mal erwähnt, dass es hier neolithische Grabhügel und Hohlwege geben soll. Habe ich beim letzten Mal nicht gefunden, weil es so extrem zugewachsen war. Aber heute sieht es ganz gut aus. So, und hier habe ich eventuell einen Grabhügel gefunden. Da so hinter mir. Meine Arme, da so. Ist übrigens alles hier Naturschutzgebiet, also sollte man hier nicht kreuz und quer laufen, aber hier scheint zumindest schon mal so ein kleiner Weg zu existieren, den nehme ich jetzt einfach mal. Das ist tatsächlich ein kleiner niedlicher Hügel. Ah, und hier hinten gibt es auch noch mehr. Also hier ist einer, da ein Stückchen weiter hinten ist noch einer. Ja, da ist noch ein kleiner. Hier vorne, das könnte vielleicht sogar auch was sein. Aha. Spannend. Auch einige Hohlwege sind im Bergholz zu finden. Auch diese könnten möglicherweise schon sehr alt sein, das ist allerdings wahrscheinlich schwierig zu bestimmen.
Ausgrabungen haben hier wohl bisher nicht stattgefunden. Mal abgesehen von diesen Spuren hier, ich denke aber, dass hier Tiere gebuddelt haben. Innerhalb zweier Sandtagebaue westlich des Bergholzes sollen noch Befestigungen der Balberger Kultur vor 6000 bis 5400 Jahren und der Bernburger Kultur vor 5200 bis 4800 Jahren entdeckt worden sein. Auf Google Earth habe ich östlich vom Petersberg diese Struktur im Boden entdeckt. Das könnte ein Doppelgrabenwerk sein, welches aus dieser Zeit stammt. Zum Vergleich hier ein Doppelgrabenwerk bei Gröna, das offiziell der Bernburger Kultur zugeordnet wird. Auf dem Petersberg selbst fand man eine Steinkiste der Schnurkeramikkultur aus Porphyrplatten. Hierin lag das Skelett einer Frau, die ein mit 300 Perlmuttscheibchen besetztes Gewand sowie eine Kette aus Kupferspiralen, Schweinszähnen und zugespitzten Perlmuttblättchen trug. So, ich werde mich jetzt mal zum Kloster hochbemühen. Das ist ein Augustiner Chorherrenstift. Das wird wahrscheinlich jetzt noch mal ein bisschen anstrengend. Bis gleich. Auf dem Petersberg wurden außerdem Wallgrabenanlagen aus der späten Bronzezeit vor 3200 bis 2800 Jahren nachgewiesen, die wohl teilweise noch an unzugänglichen Stellen erhalten geblieben sind. Auch im frühen Mittelalter wurden hier Befestigungen errichtet und spätestens mit der Besiedlung durch die Slawen soll der Berg mit einem Heiligtum besetzt gewesen sein. Das hier ist die alte Ruine. Um 1100 wurde hier die erste christliche Kapelle errichtet und um 1124 wird von der Gründung eines dem Petrus geweihten Augustiner Chorherrenstifts berichtet. Das ist die alte Hospizruine. Zwischen 1142 und 1184 wurde die Stiftskirche erbaut und über die Jahre wurden hier Mitglieder des Wettiner Adelsgeschlechts beigesetzt. 1565 kam es durch Blitzschlag zu einem Feuer, dem die Kirche und viele Wirtschaftsgebäude zum Opfer fielen. Goethe besuchte die Ruine Anfang des 19. Jahrhunderts und setzte sich unter anderem für deren Restaurierung ein. Diese wurde dann 1853 bis 1857 originalgetreu durchgeführt. Ansonsten soll es hier auch noch den sogenannten Brautstein geben. Das ist wohl ein umgestürzter Menhir. Habe ich neulich schon mal danach gesucht und habe natürlich nicht gefunden. Von daher werde ich vielleicht noch mal schauen. Er müsste theoretisch irgendwo von hier aus so Richtung von diesem Turm sein. Ja, ich habe jetzt hier ein paar einheimische, ältere, nette Menschen befragt, ob die was von dem Brautstein wissen. Das war denen kein Begriff. Haben wir gesagt, vielleicht sollte ich mich mal an die Kirche wenden, ob da jemand was weiß. So, wir haben eventuell was in alten Aufzeichnungen stehen dazu. Mache ich vielleicht mal bei Gelegenheit, aber vielleicht nicht mehr heute. Perfekte Ruhe. Die Post. Eine interessante Sage den Petersberg betreffend möchte ich euch hier vorstellen. In der ganzen Umgebung ist der Mönch vom Petersberg bekannt. Dieser soll wohl in unterirdischen Gängen nach Krosigk, Löbejün, Wettin, Merbitz und Gutenberg gegangen sein und überall das Vieh der Bauern gepflegt haben. Für diese Dienste forderte der Mönch nur, dass man freundlich zu ihm war. Der Mönch soll wohl den Menschen aus der Umgebung heimlich geholfen haben, weil er sich der unsittlichen und ausschweifenden Gelage seiner Brüder schämte. Ich finde hier besonders interessant, dass unterirdische Gänge erwähnt werden. Woher kommt es eigentlich, dass an so vielen Stellen von unterirdischen Gängen berichtet wird?
Gerade die ältere Generation kennt viele Geschichten über solche Verbindungen unter der Erde. Ich habe in der Folge über den Heringsberg bei Grimschleben erzählt, dass mir gesagt wurde, dass von dort unterirdische Verbindungen existieren sollen. Ein Zuschauer dieser Reihe berichtet, dass er von unterirdischen Gängen unter einer verfallenen Mühle an der Fuhne gehört und ohne Erfolg danach gesucht hat. In Köthen soll ein Gang von der Kirche zum Friedenspark führen, in Klein-Paschleben sollen Gänge in umliegende Ortschaften existieren und so weiter und so fort. Wenn ihr selber solcherlei Geschichten gehört habt, würde ich mich freuen, wenn ihr es mal in die Kommentare schreibt. Zugegebenermaßen kann ich mich allerdings nicht erinnern, dass mal jemand davon berichtet, tatsächlich in diesen Gängen gewesen zu sein. Ist das vielleicht wirklich nur Folklore oder wurde die Erinnerung daran, so gut es ging, ausgelöscht und es haben sich nur diese Sagen und Geschichten darüber erhalten? Grundsätzlich halte ich erstmal beides für möglich. Dass wirklich viele unterirdische Anlagen auf der ganzen Welt zu finden sind und immer wieder neue entdeckt werden, ist definitiv ein Fakt. Ein weiterer ganz spannender Punkt ist, dass das Kloster auf dem Petersberg ein Augustiner-Chorherrenstift gewesen ist. Wer die Arbeiten von Dr. Heinrich Kusch und seiner Frau Ingrid verfolgt, dem klingeln jetzt wahrscheinlich die Ohren. Die beiden forschen inzwischen seit etlichen Jahren in Österreich an Erdstellen und anderen unterirdischen Anlagen und berichten hier wirklich Erstaunliches. Auch 2 Augustiner-Chorherrenstifte, einer in Vorau in der Steiermark und einer in Klosterneuburg in Niederösterreich, spielen in ihren Forschungen eine Rolle. Unter diesen soll sich ein ausgedehntes Netz an Gängen befinden. Eine interessante Parallele, wie ich meine. Einige der Säulen tragen recht spannende Abbildungen. Neben den üblichen Heiligen findet man hier auch Darstellungen von eher grotesken Wesen. Besonders interessant ist hier der sogenannte wilde Mann. Andere Bezeichnungen sind wilde Frau, Wildleute oder wildes Volk. Diese Wesen sind eine besondere mitteleuropäische Ausformung des weltweiten Mythos von Wesen, die die Waldgegenden bewohnten. Diese sollen wohl von menschlicher Form gewesen sein, also keine Mischwesen mit Tierfüßen oder ähnliches, obwohl auch solche Darstellungen an den Säulen hier zu finden sind. Sie sollen Riesenkräfte besessen haben und der Zauberei mächtig gewesen sein. Dargestellt werden sie oft mit Blattwerk, welches aus Mund und Nase wächst. Dass der oder die wilden Männer auf den Säulen dieser Kirche abgebildet wurden, finde ich vom Symbolgehalt sehr interessant. Allgemein wird wohl angenommen, dass der wilde Mann für das Archaische steht, über das die Kirche einst triumphierte. In dieser Abbildung, eigentlich in allen Abbildungen des wilden Mannes, die ich kenne, wird dieser aber nicht als besiegt dargestellt. Eine Säule kann man ja auch symbolisch als Grundpfeiler, auf dem das Konstrukt Kirche steht, sehen. Dass ausgerechnet ein Symbol für das alte Heidnische darauf angebracht wurde, noch dazu auf Augenhöhe, ist meiner Meinung nach schon spannend. Eine übliche Darstellung, die für den Sieg über das Heidnische steht oder zumindest so interpretiert wird, ist der Erzengel Michael, der den Drachen erschlägt. Vielleicht ist der Hintergrund für die Abbildungen auf diesen Säulen ja doch ein anderer. Das ist die alte Kapelle. Nicht alles täuscht, wurde die mal durch einen Blitzschlag zerstört. Oder ein Feuer? Eins von beiden. So, ich werde mich jetzt mal noch einen Moment in die Sonne setzen. Dann schaue ich mal, ob ich den Brautstein finde. Schon ein schickes Kloster. Und ziemlich nett gelegen.
Das ist auch ein recht spannender Stein hier. Ist der neuzeitlich? Oder ist das vielleicht sogar der Brautstein? Dieser Stein ist tatsächlich der Brautstein. Es war wohl Brauch, dass sich junge frisch Verheiratete nach der Trauung auf diesem Stein niedergelassen haben. Daher auch der Name. Der Stein liegt auf jeden Fall schon sehr lange hier und könnte vielleicht einmal ein Menhir gewesen sein. Der Stein ist etwa 3 Meter lang und besteht aus Porphyr, wie er häufig in dieser Gegend auftritt. Soweit zur heutigen Folge. Wenn ihr noch Geschichten kennt von unterirdischen Gängen, schreibt es in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt in Zukunft. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut.